You know, I don't know what is the problem with religion. Ich weiß nicht, wo das Problem mit der Religion liegt. Because God is neither a woman nor a man. God is spirit. Gott ist weder Mann noch Frau, Gott ist Geist. You will always have what your heart believes. A life with Jesus is light. What you do not see with your natural eyes is much more real than the natural world around you. Remember, your future already began. Hey people! Hallo Leute! How are you doing, Daniel? Wie geht es dir, Daniel? You cold? Ist dir kalt? A little bit. I'm not. Claro que não. Want some of my heat? Tô tranquilo. I offered him some of my internal heat. He doesn't like my fire. Ich bot ihm etwas von meiner inneren Hitze an. Er mag mein Feuer nicht. I think there's too much fire in me. Es ist zu viel Feuer in mir. It's cold in Sao Paulo, Es ist kalt in Sao Paulo. but I like it. Aber ich mag es. Okay, what are we talking about? Worüber reden wir heute? Let's talk about God is a God of the heart. Sprechen wir darüber, Gott ist ein Gott des Herzens. God is a heart God. Gott ist ein Herz-Gott. Do you know, it's very interesting that the Bible actually uses many ways to describe God. Es ist interessant, dass die Bibel verschiedene Formulierungen verwendet, um Gott zu beschreiben. I remember when the book, The Shack, came out. Ich erinnere mich, als das Buch Die Hütte herauskam. I love that book so much. Ich liebe das Buch so sehr. I think it is a very powerful message. Darin verbirgt sich eine kraftvolle Botschaft. But I lived in the Bible Belt in America. What was that, sir? I lived in the Bible Belt in America. In Amerika lebte ich in der Bibelregion genannt Bible Belt, Very religious. sehr religiös. And the Christians began to fight and speak bad against the book. Die Christen fingen an, dieses Buch zu kritisieren und sich dagegen zu stellen, Because God was a big black woman in the book. weil Gott in dem Buch eine große schwarze Frau war. You know, I don't know what is the problem with religion. Ich weiß nicht, wo das Problem der Religion liegt. Because God is neither a woman nor a man. God is spirit. Gott ist weder Mann noch Frau, Gott ist Geist. I know he says the Bible, God says God is our father. Ich weiß, die Bibel sagt, Gott ist unser Vater. But that does not mean that God is masculine. Das bedeutet nicht, dass Gott männlich ist. Because the Bible also says God gathers us under his wings. He's not a bird either. Es heißt auch, dass Gott uns unter seine Flügel beschützt. Und er ist auch kein Vogel. You know, there's many pictures that the Bible uses for God so that we can embrace him. Es gibt viele Bilder für Gott in der Bibel, damit wir ihn umarmen und ansprechen können. So, God is a spirit. He doesn't have a body. Gott ist Geist, er hat keinen Körper. Neither does he have a heart. Er hat auch kein Herz. Yet God is a heart God. Und dennoch ist Gott ein Herzgott. Look what the Bible says. Schau, was die Bibel sagt. The Bible says that God said, I have found David, Gott sagte, ich habe David gefunden, a man after my own heart. ein Mann nach meinem Herzen. So once you understand what the heart represents in the Bible, Du musst verstehen, was das Herz in der Bibel repräsentiert. the heart represents our thoughts and our feelings. Das Herz repräsentiert unsere Gedanken und unsere Gefühle. Out of the heart of man come evil thought, the Bible says in Mark 7:21. A Bíblia nos diz em Marcos 7:21 que do coração do homem vêm os pensamentos maus. But when the Bible talks about the heart, if you study everything, Wenn die Bibel über das Herz spricht, wenn du alles studierst, you could say it's the seat of our life, the seat of our passion. könnte man sagen, es ist der Sitz unseres Lebens, der Sitz unserer Leidenschaften. The seat, very seat. Sorry. Desculpa, Es ist der Sitz unseres Zentrums, der Sitz unserer Leidenschaften. So look, Schau, God does not want to have a technical religious relationship with you. Gott möchte mit dir keine religionstechnische Beziehung haben. God rejected Saul because that's how Saul lived. Gott wies Saul zurück, weil er so lebte. Answer me a question. Beantworte mir eine Frage. A question which has confused me for many, many years. Eine Frage, die mich viele Jahre lang verwirrte. There are two men, Es gibt zwei Männer, Saul and David. Saul und David. Saul commits a little error. Saul machte einen kleinen Fehler. I mean, he just disobeyed God in one thing that wasn't even such a huge thing. Er war Gott in einer Sache nicht gehorsam, die nicht einmal groß war. God says, listen, just kill all these people from the enemy. Gott sagte, töte alle Leute des Feindes. And he partially obeyed God, but not completely. Er war Gott teilweise gehorsam, aber nicht vollkommen. One mistake, and God says, I'm done with you. Bye-bye, I reject you. Ein Fehler, Gott sagte, ich bin fertig mit dir, bye bye, ich weise dich zurück. And then he chooses David. Dann erwählte er David. So what does David do? Was hat David gemacht? He's on the roof,
Er war auf dem Dach. And he sees a woman on the other roof taking a bath. Er sieht eine Frau auf dem anderen Dach, wie sie ein Bad nimmt. He does not close his heart. Er verschließt nicht sein Herz. Through the entrance gates of his eye to the heart, he allows this woman to conquer his heart. Durch das Einfallstor seiner Augen erlaubt er dieser Frau, sein Herz zu erobern. He does not only commit adultery with her, Er beging mit ihr nicht nur Ehebruch, his heart was so conquered by this woman that he murders her husband. sein Herz war so vereinnahmt von dieser Frau, dass er ihren Ehemann umbringt. Murders the husband, Er tötet den Ehemann, takes a woman, commits adultery. nimmt eine Frau und begeht Ehebruch. God rejects Saul, but about David he says, you're a man after my own heart. Gott verwirft Saul und zu David sagt er, das ist ein Mann nach meinem Herzen. How does that work? Wie geht so etwas? Always confused me. Das hat mich immer verwirrt. The guy that's bad in your eyes, God makes a mistake, and the guy that's good in your eyes makes terrible sin. Der Mann, der in deinen Augen böse ist und einen Fehler begeht, und der Mann, der in deinen Augen gut ist, begeht eine schlimme Sünde. You see, there was several things we can learn from the story. Mehrere Dinge können wir aus der Geschichte lernen. But God specifically says David is a man after my own heart. Gott sagte ausdrücklich, David ist ein Mann nach meinem Herzen. You see, Saul did not have a heart-to-heart relationship with God. Saul hatte keine Herz-zu-Herz-Verbindung mit Gott. Look, when the prophet Samuel confronted Saul, Als der Prophet Samuel Saul konfrontierte, but that he disobeyed God, dass er Gott nicht gehorsam war, you could say clearly there was no heart-to-heart connection with God. sah man klar, dass es keine Herz-zu-Herz-Verbindung mit Gott gab. He's justified himself. Er hat sich gerechtfertigt. He had explanation why he disobeyed God. Er hatte Ausreden, warum er Gott nicht gehorsam war. He shifted the blame to the prophet Samuel and to the people. Er wies die Schuld dem Propheten Samuel und den Menschen zu. All these are signs that there is no heart relationship. All das sind Zeichen, dass es keine Herz-zu-Herz-Verbindung gab. How did David react? Wie reagierte David? When the prophet Nathan came to him Als der Prophet Nathan zu ihm kam and he told him a story about a man who had one lamb only that he loved dearly, und er ihm die Geschichte von einem Mann erzählte, der ein Lamm hatte, das er innig liebte, and the other guy had a lot of sheep, und der andere Mann hatte viele Schafe, and he took that away, that one little lamb from them. und er hat dem anderen Mann sein einziges Lamm weggenommen. And then Nathan said, you are that guy. Dann sagte Nathan, du bist dieser Mann. What did he do? Was hat er gemacht? He was the king. Er war der König. He could have killed the prophet in that minute. Er hätte den Propheten in diesem Moment töten können. He could have had many excuses like Saul did. Er hätte viele Ausreden haben können, so wie Saul. Do you know what he said? Was sagte er? Oh my God, Oh mein Gott, I am worthy of death. ich bin des Todes würdig. Do you know what he said? Weißt du, was er sagte? Because against my God I have sinned. Weil ich gegen meinen Gott gesündigt habe. He didn't say I've sinned against the guy that I killed. Er sagte nicht, ich habe gegen den Mann gesündigt, den ich getötet habe. He didn't say I sinned against the woman who I took for adultery. Er sagte nicht, ich habe gegen die Frau gesündigt, die ich für den Ehebruch nahm. He said, God, I have interrupted our heart connection. I'm so sorry. Er sagte, Gott, ich habe unsere Herzensverbindung unterbrochen. Es tut mir so leid. Look, read Psalms 51. Lies Psalm 51. He wrote Psalms 51 when he was convicted of his sin with Bathsheba. Er schrieb Psalm 51, als er von der Sünde mit Bethseba überführt wurde. Look what he wrote. Schau, was er geschrieben hat. Oh my God, create a new heart within me. Oh mein Gott, erschaffe mir ein neues Herz. Please, God, don't reject me. Gott, weise mich nicht zurück. Please don't remove your Holy Spirit from me. Entziehe nicht deinen Heiligen Geist von mir. Please give me back the joy of my salvation. Gib mir die Freude an meiner Errettung zurück. You see, David showed that he had a true heart-to-heart connection with God. David zeigte, dass er eine wahre Herz-zu-Herz-Beziehung mit Gott hatte. And when that heart connection was disrupted by his sin, Als diese Herz-zu-Herz-Verbindung durch seine Sünde unterbrochen wurde, David wanted no excuse and no justification. He wanted the heart connection restored. wollte David keine Entschuldigung, keine Rechtfertigung. Er wollte nur diese Herzensverbindung wiederhergestellt haben. Read the Psalms. Lies die Psalmen. He expressed honestly his heart to God. Er drückt ehrlich sein Herz Gott gegenüber aus. God has no desire with a religious relationship with you. Gott hat kein Verlangen nach einer religiösen Beziehung mit dir. God has a desire that your heart and his heart are intimately connected with one another. Gott hat eine Sehnsucht, dass sein Herz und dein Herz intim miteinander verbunden sind. Heart has to do with thoughts and feelings and emotions. Herz hat mit Gedanken, Gefühlen und Emotionen zu tun. So God wants you to be honest about your heart with him. Gott möchte, dass du ehrlich mit Gott bist, was dein Herz betrifft. Don't pray religious prayers where you change your voice and become very nice. Bete keine religiöse
Gebete, wo du die Stimme veränderst und freundlich wirst. You should see my prayer life with God. Du solltest mein Gebetsleben mit Gott sehen. I'm real and honest with him because I know he wants to know and feel my heart. Ich bin wirklich ehrlich mit ihm, weil ich weiß, dass er mein Herz kennen und fühlen will. And I always say, Lord, I want to feel and know your heart. Ich sage, Herr, ich möchte auch dein Herz spüren und kennen. Prayer is aligning God's heart with your heart. Gebet bedeutet, Gottes Herz mit deinem Herzen in Einklang zu bringen. God is a heart God. Gott ist ein Herzgott. He wants you to feel him. Er möchte, dass du ihn fühlst. He wants to share his deepest desires with you. Er möchte sein tiefstes Verlangen mit dir teilen. And he wants you to relate with you on an intimate heart-to-heart basis. Er will, dass du mit ihm in einer intimen Herz-zu-Herz-Verbindung bist. Don't make him a religious figure. Mach aus ihm keine religiöse Figur. Relate to a heart God from your heart. Verbinde dich mit dem Herzgott von deinem Herzen aus. Thank you for watching. Danke fürs Zusehen. Share it with your friends. Click the like if you enjoyed it. Teile es mit deinen Freunden und klick auf Like, wenn es dir gefallen hat. And subscribe if you haven't yet subscribed. Abonniere den Kanal. Thank you guys. Danke, Leute.